Unsere Lost Place Tour geht weiter und führt uns heute erneut zur türkischen Mafia-Villa. Und das Ganze endet erneut mit der Polizei. Das und vieles mehr jetzt. Wir sind jetzt gleich da. Bei der Location waren wir vor einiger Zeit schon mal gewesen, haben da super spektakuläre Dinge erlebt. Die Location ist der absolute Hammer. Damals wurden wir rausgeholt von dem Hausmeister. Der hat die Polizei gerufen und da waren auch noch andere Leute gewesen, die da was geklaut haben. Und es war echt super spektakulär. Es ist die verlassene türkische Mafia-Villa. So, jetzt sind wir gerade hier in der Ecke. Yeka kennt die Location noch gar nicht und wir wollen einfach mal gucken, was hat sich in der Zeit getan? Ist es noch zugänglich? Kommen wir rein? Und wenn ja, endet das am Ende nachher wieder mit einem Polizeieinsatz? Oder haben wir Glück und wir können uns das Ganze in Ruhe angucken? Tor ist auf. Ja, Tor ist offen. Ja, ja. Tor ist offen. Das rechte, das rechte. Hinten oder vorne das? Hier stehen 2 Autos. So, kannst vergessen. 2 Autos stehen auf dem Grundstück direkt hinter dem Tor. Wir haben gerade, fahr mal rechts. Wir haben gerade gesehen, dass das Tor, wo wir damals reingekommen sind, das ist auf jeden Fall noch möglich. Hier ist der Urbex Parkplatz übrigens. Das ist auf jeden Fall noch möglich. Das Tor stand offen, aber auf dem Grundstück, Linke Seite hier gerade. da ist auf jeden Fall, stehen 2 Autos. Ich denke mal, wir können ja einfach mal jetzt hinlaufen. Vielleicht sind die ja gerade wieder am Werkeln und machen gerade die Location zu. Höchstwahrscheinlich. Was soll man sonst auf einen Samstag da machen? Naja, oder direkt präsent sein, weil an einem Wochenende kommen natürlich auch viele. Aber doch nicht mit 2 Autos direkt, Sabrina. Vielleicht haben wir auch das Glück. Und da ist der gleiche Mann vom letzten Mal, wo wir hier waren, da. Und fragen ihn einfach wieder nett, ob wir noch mal drauf dürfen. Denn damals kam ja die Polizei. Wir sind ja abgehauen. Haben dann aber gewartet. Dann mit ihm gesprochen und dann hat er uns legal ja auf das Grundstück gelassen. Wir konnten uns dann die eine Villa anschauen und auch nochmal die Villa von dem Bruder, die sich direkt nebenan befindet. Und das Ganze komplett legal. Also besser ging es am Ende gar nicht. Ne? Erst fett der Nervenkitzel und dann nachher konnten wir legal das Ganze uns anschauen. So, direkt hier das Haus. Guck mal da oben. So Spots, um das ganze Anwesen auszuleuchten. Und wir hören auf jeden Fall Geräusche, als wenn da jemand gerade im Garten arbeiten würde. Boah, das hat sich schon verändert von außen. Ey, guck euch das mal an. Polizeiabsperrung auf jeden Fall. Hier haben sie die Marmorplatten abgehauen. Das war bei uns alles noch in einem Picobello-Zustand. Hier. Das Gelände sieht immer genauso aus. Police. Stehen auf jeden Fall halt 2 Autos drauf. Einmal so ein Suzuki Jeep und einmal so ein Toyota Space Star auf jeden Fall. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen. Auto. Damals hatte auf jeden Fall der Mann, der hier aufgepasst hatte, einen Transporter, so einen weißen. Also entweder ist er jetzt mit einem anderen Auto da oder der ist das nicht. Da drüben haben wir auf jeden Fall gesehen, ist das Tor offen. Das gleiche Tor, wo wir damals auch rein sind. Aber eigentlich wollten wir jetzt natürlich die Situation nutzen und wieder fragen, ob wir drauf können. Aber ich denke mal, die Klingel geht nicht mehr, weil Strom abgeschaltet sein wird. Wir können ja mal gucken, ob wir die irgendwo hier im Garten arbeiten sehen. Das hört sich so an, als wenn die da irgendwie auf dem Grundstück drauf wären. Da ist er. Anja, da kommt einer. Anja. Da sind auf jeden Fall 2 Personen. Auf den ersten Blick sehen die aus wie Urbexer. Geht mal da an dem Loch hin, dann sehen die euch gleich. Also die schleichen gerade wirklich ohne Witz ums Haus herum wie Urbexer. Also nicht wie wir arbeiten heute hier im Garten oder so. Müssen wir mal gucken. Das Ganze sollte ja eigentlich versteigert werden. Hatten wir im Internet auch gelesen und gesehen, aber offenbar hat sich nichts getan hier, ne? Hat denn? Das sind Urbexer. Das ist eine Dame, ein Kind. Sind das keine Urbexer? Komm mit her. Also das sind offenbar keine Urbexer, auch wenn die irgendwie so rumschleichen wie Urbexer. Jeka ist jetzt gerade mal da hinten gucken. Wir stehen vor dem Haupttor. Steigen auf jeden Fall ins Auto ein und müssten jetzt jeden Moment auch gleich rauskommen.
Ganz komisch. Wenn das die neuen Eigentümer wirklich wären, also ich weiß es nicht. Komische Leute, ne? Komische Leute, sehr Also komisch. jetzt nicht jetzt im negativen Sinne. Passt Ja, aber man nicht. Man kann es jetzt nicht so, das wäre Schubladendenken jetzt Ja doch, ich denke jetzt in Schubladen, ich sag mal jetzt so, das passt irgendwie nicht wirklich zu dem Haus. zu dem Haus. Ne? Vor allem mit dem Verkaufspreis. Ja, die sind schon mit dem Preis runtergegangen, aber es ist immer noch sehr, sehr teuer. Und die sahen jetzt gerade echt eher aus wie Urbex. Aber wer packt denn hier bitte vor der... Nein. 1000 Millionen Prozent sind keine Urbexer, Sabrina. Ich habe sie ja gesehen. Naja, wenn das die neuen Eigentümer sind, vielleicht haben wir jetzt gleich die Möglichkeit mal zu fragen. Ne? Die steigen auf jeden Fall ein, jetzt müssen sie das Tor aufmachen. Aber die Frage ist dann auch, wie die auf uns reagieren. Ich packe jetzt auf jeden Fall die Kamera mal weg. Sorry Leute, ich habe eine Aufnahme verkackt. Also erzähle ich euch kurz, was passiert ist. Wir ergriffen die Gelegenheit und sprachen die Frau an, die sich gerade hinter dem Tor befand. Anfangs war sie sehr freundlich und fragte uns, ob wir die Nachbarn seien. In diesem Moment kam ein Mann von hinten dazu, der gerade am Telefonieren war. Wir erklärten, dass wir nicht die Nachbarn sind und erkundigen wollten, ob das Anwesen bereits verkauft wurde. Sie bestätigte dies. Plötzlich rief der Mann ihr etwas zu, woraufhin die Atmosphäre schlagartig düster wurde und das Gespräch abrupt endete. Naja, es war auf jeden Fall ein Versuch wert gewesen. Wir könnten aufs Grundstück, ja, aber die sind da auch immer noch. Eigentlich wollten die ja fahren, aber irgendwie sind sie irgendwie immer noch auf dem Grundstück. Die Frau war erst ganz nett gewesen, als sie dachte, wir wären vielleicht die Nachbarn. Aber ja, Jaka hat es gerade treffend gesagt, als dann gecheckt wurde, wir sind nicht die Nachbarn, hat sich irgendwie ihre Mimik auch ein bisschen verändert, weil er irgendetwas gerufen hatte, also ihr Mann. Klappt leider nicht, ist schade. Also Jaka hätte es echt gerne gemacht, wir hätten gerne nochmal ein Revisit gemacht. Ein Satz mit X, das war da nix. Schaut euch mal hier diesen Müll an. Ne? Das hier ist und war der Urbex-Parkplatz. Warum muss man sowas machen? Warum muss man immer seinen Müll irgendwo hinschmeißen? Warum kann man das nicht mitnehmen? Wenn wir mit so einem Auto da wären, dann hätte ich gesagt, okay, ich glaube euch, dass ihr die neuen Besitzer seid, ne? Ja, aber Vielleicht sind das auch nur welche, die sich da jetzt erstmal drum kümmern sollen. Kann auch sein. Ne? Danach sagen die ja nicht. aber es war ein sehr niedriger Preis, war kein Millionenpreis. Ich will aber auch keinen beleidigen, aber die sah nicht so aus, als wenn man sich so ein Haus kaufen kann. Oder so ein Grundstück vor allem hier in der Lage. Ne? Und das auch unterhalten kann, ne? Ja, und das du auch vorhin gesagt hattest schon. Genau, das kommt ja noch dazu. Vielleicht hat es irgendein Investor gekauft. Ja, das kann Und vielleicht ist er, weil er war ganz beschäftigt am Telefonieren, vielleicht ist er dann halt derjenige, der vielleicht sich darum kümmern muss, was muss gemacht werden. Er macht gerade so eine Bestandsaufnahme und da es halt gerade am Wochenende ist, hat er vielleicht dann seine Frau und seinen Sohn mitgenommen, um halt das in einem Abwasch zu machen. Aber irgendwie auch komisch, die waren mit 2 Autos da. Ja, er ist gefahren und seine... Die Frau ist gefahren. Aber Passt aber auch irgendwie da nicht, oder? Ich fand auch, die Dame war zu alt für das ja, sehr Kind. alt aus, finde ich auch. Ja. Zumindest vom Weiten, wo Na man gut. die so gesehen hat, ne? Kann auch Oma und Opa sein und haben den Enkel mitgenommen. Ne, die sollen mal, das trifft sehr gut Bestandsaufnahme machen. So sah es auch aus, weil er rumgelaufen ist. Wild am Telefonieren, hast du ja schon gesagt. Wir fahren jetzt nochmal vorbei. Genau. Und dann gucken wir nochmal, wenn die Autos noch da sind, fahren wir zum nächsten Spot. Dann ist es halt so, ne? Das gehört halt dazu. Ich finde es ein bisschen traurig, weil ich jetzt gerne nochmal gesehen. Aber naja, nichts zu ändern. Kamera nimmt auf. Erkennst du daran, dass es leuchtet rot, ne? Das ist schön. So Leute, wir sind jetzt auf dem Gelände drauf. Ja. Wir sind auf dem Gelände drauf. Wie man sieht, wird hier schon alles komplett zugemacht, ne? Hier schon Graffitis gesprüht. Das ist echt aufregend. Wir haben schon Schilder gesehen, wo dran stand, dass es videobewacht ist. Und hier ist das besagte Fenster von gerade, das einfach, naja, kaputt gemacht wurde, ne? Aber auch nicht wieder zugemacht wurde. Geil. Guckt euch das an. Hier stehen die Liegen noch. Da ein paar Stühle. Euer Ernst? Hier der Außenbereich. Oh, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, fällt mir gerade auf. Kein Tor, wo wir jetzt hätte durchgehen können.
Aber da hinten ist auf jeden Fall eins. Ach, das ist nicht der Ernst. Das ist nicht der Ernst. Guck dir das an. Wie ist die Tür ein? Ja, Mann. Leute, das schreit auf jeden Fall nach einem richtig geilen Video. Hoffentlich. Holen wir mal die Technik. Holen wir die Technik, ja. Ich glaube, wir werden Sabrina mal ganz kurz veräppeln, oder? Ja. Wir kommen halt nicht rein, oder? schade. Arbeitet einer drin? Oder wir kommen nicht rein. Das ist so. Komplett zu. Kein Eingang. Nee, ist zugemacht dahinter. Wir haben auch gedacht, durchs Außenbecken, da muss man ja durchschwimmen. Selbst das haben sie komplett vernagelt. Ja. Scheiße. Also du kannst durch die Glasscherben da durchgehen, aber da gehe ich nicht durch. Das Fenster, was ich dir gezeigt habe. Nee, der war ja zu dahinter. Hast du nicht gesehen? Nee, habe ich jetzt. Haben wir zugemacht. Ja, ja. Nee, ich gehe da nicht. Ich gehe durch. Vor allen Dingen hängen oben auch noch Glasscherben. Wollen wir uns auflösen? Wir kommen rein. Wir kommen rein. Die Tür steht offen. Und das ist richtig geil. Machen wir jetzt Sachen holen? Oder? Ja. Ja. Tell me secrets to hold that's in your fights alive. We collide, secrets spark in the cold. Tell me secrets. Location haben wir auf jeden Fall gerade abgedreht. Wetter war gerade echt ein bisschen. Oh, guck mal. Was ist das denn geil? Ui, was ist das denn, ey? Fährt jetzt ein Schiff durch. Die Brücke geradeaus? Ja. Ja. Geil. Hier jetzt rechts, ne? Ja. Geil. Na, wenn ihr auf Rügen kommt, werdet ihr das. Auf Rügen? Ja doch, dann werdet ihr das auch sehen. Wahnsinn. Ich hoffe, man kann es sehen, ne, mit dem Weitwinkel und so. Aber das war jetzt gerade sehr, sehr cool. Die ganze Brücke schwebte optisch gesehen so gerade in der Luft. Ja, wir haben ein Video gerade gedreht und haben auch jetzt echt lange uns aufgehalten mit Abchecken der Location. Dann hatten wir gerade noch so ein Ja. kleines, ja, ein bisschen Regen kam gerade noch runter. Da mussten wir auch wieder warten. Haben auch jetzt nur noch 21 Grad, hat sich gut abgekühlt auf jeden Fall. Und wir sind hier in einer sehr, sehr schönen Gegend. Da geht's auf dem Gelände auf. Bin ich richtig? Da kannst du nicht weiterfahren, Anja, ne? Das ist Fußgängerzone. Keine Ahnung. Ich guck mal. Also guck mal, hier links ist ein Parkhaus, deswegen, du musst dann hier ins Parkhaus reinfahren. Du darfst da nicht rein, du musst hier ins Parkhaus. Durch. Ja, das kannst du nicht, es ist Fußgängerzone. Du musst jetzt hier ins Parkhaus fahren. Welcome, erste Stunde ist gratis so. Und ist frei, ja, fahr rein. Hier kann einer Stunde noch raus. können. Du bist ja nett. Oh, die ersten 2 Stunden sind sogar Ich kannte gratis. dich gar nicht so, Anja. Hier kann man ein bisschen sparen. Hier geht's die Tür. Die Tour ist doch schon teuer genug für uns alle. Oh ja, die Tour ist sehr Ach, teuer. kostet doch gar nichts die Tour. Nee. Also wer uns gerne supporten will, Leute, schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist der PayPal-Link. Da könnt ihr gerne mal den 1 oder anderen Euro für die Tourkasse dalassen, um halt hier das Parkhaus auch zu bezahlen. Also, Ja. ne? Wir haben nur die ersten 2 Stunden Parken umsonst und Jirka hat immer viel Hunger. Das dauert länger. Ja, das stimmt aber. Ich habe immer Hunger. Jäger ist der ewig Hungrige. Ja. Wir essen jetzt erstmal, Leute, und dann melden wir uns gleich wieder. Jirka lästert gerade über die Kamera, die würde aussehen wie so ein Laserpointer. Ich bin schon so paranoid, ne? Ich nehme hier schon die DJI-Kamera mit der wir gerade das Video gefilmt haben, weil es einfach so geil war. Ich habe so richtig Angst, dass irgendeiner gleich hier die Scheibe einsteckt, die Kamera ist weg, mit dem geilen Videomaterial. Wollen wir das Ticket lassen eigentlich? Hä? Wo ist das denn? Hast du das, ne? Hä? Hab ich dir gegeben, ne? Ja. Hier. Nee, das ist bezahlen hier, ne? Da müssen wir hier irgendwie, kommen wir hier raus mit dem Kommen wir mit dem, das ist bezahlen, ne? Inside-Ticket. Ja, aber lass doch bezahlen. Mach doch Ja, aber wie kommst du denn aus dem Parkhaus raus? Ey, jetzt muss ich auch rausfahren. Nein. Hä? Also ich muss ganz ehrlich gesagt aufpassen, weil da vorne ist der Ausgang. Mit Jirka und einem Parkhaus, da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ne? Ja. Ja, du. Schön, das. Anja ist schon wieder an der Notausgangstür am gucken. Da vorne ist der Ausgang. Ja, wir können ja auch hier rausgehen, wo alle lang laufen. Wir gehen die Notausgangstür. Ich habe da schlechte Erfahrungen auch mit. Ja, Jirka. Komm, ich suche dich noch gleich schon. Keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind da einfach irgendeinen Notausgang gerade rausgegangen. Und ich glaube, wir sind einfach jetzt auf irgendeinem Hinterhof oder so. Jirka, kommen wir überhaupt hier raus? Das ist doch jetzt echt ein Witz. Jetzt haben wir die Tür zugemacht, Jirka. Wie kommen wir denn jetzt? Jetzt mal ohne Witz. Ich weiß es nicht. Mit Notausgängen. Komm, Jirka. Ja, alles für die Klicks. Wir können doch jetzt gucken, wie die das machen.
Die anderen sind da hinten rausgegangen. Hier ist auch eine Tür. Ja, dann komm, dann geh. Da ist Tor. Anja, warum gehen wir denn das so ehrlich? Ja, ankommen. Schieb's nicht auf mich. Was ist das hier für eine Treppe, ey? Das ist eine Leiter, keine Treppe. Kommen wir da weiter? Ja, komm. Ja, zumachen, ja? Du kannst die Tür zumachen, Jirka. Krieg die Tür nicht mehr auf. Komm. Okay. Ich denke, wo wir sind. Oh, wir sind oben. Wo ist das jetzt? Ja, da vorne. Ne, hier links. Hier links. Dankeschön. Ja, danke. The pizzas are ready about 25 minutes because we are eating now. No, Sorry. it's no No problem. problem. Yeah, no problem. Okay, thank you. Okay. Will you something drink? Ja. Cola Zero? Cola Zero? 3 large. 3 large. Ja. Large? Cola Zero, 3 I large. have only normal size. Ah, okay. Ja, Okay, und dann three? ist es Ja. yes. Jirka führt uns jetzt hier edel zum Italiener aus. Gehen, ne? Die sind jetzt am Essen, ja, es dauert halt ein Ja. bisschen. Ne? Ich habe recht mit 17. Vielleicht Wahrscheinlich haben die auch erst 17 Uhr offen, aber die lassen uns wenigstens rein. Ja, lass uns schon sitzen. Wir hatten gerade noch einen Grieche gehabt, da hatten wir eigentlich auch Bock drauf gehabt, aber der Grieche, der war 17 Uhr ist offen und hat uns dann direkt weggeschickt und hier sind die gerade noch, die Betreiber noch am Essen und sobald die fertig sind, machen wir uns dort Essen. Ist nett. Hi, Freunde. Wir müssen doch noch auf unsere erfolgreiche Mission anstoßen. Das haben wir ganz vergessen. Ne? Habt ihr das schon gesehen? Ist das Video schon draußen? Ja. Das Video ist jetzt schon draußen? Ja. Okay, dann habt ihr schon gesehen, was passiert ist. Sabrina? Anja ist beschäftigt. Prost. Wer das Video noch nicht gesehen hat, reinschauen und mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das fandet. Ganz wichtig. Eigentlich dachten wir könnten heute noch das ein oder andere Video drehen, aber scheint heute etwas länger zu dauern mit dem Essen. Wir wollten ja eigentlich zum Griechen, der hatte aber gerade zugehabt und jetzt sind wir hier gelandet und jetzt haben wir gerade mal gelesen, was für Bewertungen die haben und da haben Leute wirklich über eine Stunde auf eine Pizza gewartet. Jirka meinte, wir würden nicht so lange warten müssen, aber ja, mal gucken. Wir sind die einzigen Gäste. Mal gucken. Fragt euch mal warum. Fragt euch mal warum. Also Anja sagt, wir haben schon 30 Minuten. Seit der Bestellung. Seit der Bestellung sind es schon 30 Minuten. Die sind wirklich die einzigen Gäste, Freunde. Naja. Jetzt ist es hier auch noch kalt. Schade. Bereit. Es kann jetzt losgehen. Herzinfarkt-Moment, ey. Ich glaube, unser Essen kommt. Endlich. So, was ist mit unserem Essen? Nur verrückt, ja. Ey, das war gerade so, als wenn jetzt im nächsten Augenblick so ein Clown reinkommen würde, fand ich so. Vor allen Dingen, wir waren alle gerade so schön im Chill-Modus. Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder wach. Ich hab noch lecker Popcorn geholt. Eigentlich wollten wir lecker süßes Popcorn haben, jetzt haben wir salziges Popcorn bekommen. Jetzt sagen wir bezahlen schnell unser Parkticket. Die ersten beiden Stunden sind ja umsonst, aber man muss doch hier eh Stunden warten, bis man überhaupt was bekommt. Wahrscheinlich Die 2 Stunden. 2 Stunden, ja, ja. Und jetzt wahrscheinlich jede weitere Stunde 10 Euro oder so. Mal gucken. Nick hat sich ein Eis gegönnt. Ja, aber kann ich noch nicht essen, der Löffel ist mir schon gebrochen. Wo kann ich das dir zeigen? Da. Das ist total gefroren, Alter. Gar nicht. Raus aus diesem Stadt hier. Wir müssen hier weg. Guckt euch mal hier die Treppe an. Die Menschen entsprechen nicht den Lieferungen, die Treppen nicht, die Pizzen nicht, die Kellner nicht, gar nichts hier. Wir haben hier nicht. Das Popcorn nicht, das Eis nicht. Raus hier. Ich hätte jetzt so Bock auf Popcorn, ne? Und was ist jetzt das salzig? Magst du salziges Popcorn? Nee, wenn ich Popcorn mal esse, überhaupt, ganz selten, dann aber auch wirklich nur süß. Also salzig ist auch nicht so Ja. meins. Das ist aber kein salziges Popcorn, es ist versalzenes Popcorn, ja? Muss festhalten. Das ist ja auch geil. So, auf zur nächsten Location. Hup, hup. Bude. Ups.
Die Kracherbude, pass auf. Ich sag euch Schon, das. beim Reden fällt mir schon das Popcorn an, ey. Und du lachst den anderen noch aus. Jetzt stehen wir selber vor so. Warum stehen wir denn davor? Ja, aber das ist sonst doch, gibt es ja keinen anderen Weg. das ist aber auch komisch, ne? Aber der fährt jetzt einfach, guck mal, die fahren alle da lang. Vielleicht kannst du da hinten auch noch mal über eine Brücke Ja. fahren, die offen ist. Ja. Jetzt müssen wir mal eben warten, bis hier wieder Ja, kann man. die Brücke runterkommt. Kann man. Aber ist die auch? Nee, die fahren da hinten rüber. Was ist denn das für ein Wenn System? das jetzt wahrscheinlich erst hier kommt, das Boot. Ja. Aber warum stehen die denn hier? Würde ich doch nicht stehen. Nee. Das sind ja nur 5 Meter hier, oder? Ja. Also, War ja aber gerade halt auch, ne? das ist irgendwie. Wir müssen weg hier. Gesamtbuch. Jetzt die Line. Nicht in der Mitte. Mit den Leitplanken oder was? Pass auf. Hä? Das sind doch Leitplanken. Wie soll das Warte, denn? lass mich überlegen. Nein, die kannst du nicht klappen. Ja. Doch, die kannst du klappen. Natürlich. Ja, und die Leitplanke? Ich weiß ja auch nicht, aber du siehst ja. Die hat eine Dehnungsfuge drin gehabt. Also nicht eine Fuge, sondern einen Spalt. Und da kommt immer jemand und macht jeden Tag vorher noch die Leitplanke auf und... Leitplanken sind aus Gummi. Wir sind hier in einer anderen Stadt. Du redest auch einen... Naja, du. Was haben wir denn alles erlebt hier in dieser Stadt, ey? Das stimmt. Leichtes frei. Links. Da sind schon mal die Windräder. Lieber da hinten. Rechts abbiegen auf Marzweg. Dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das wäre so ein Lost Place am Popo der Welt. Ah, das ist total eingestürzt, guck mal. Hier ist ein anderer. Noch Das weiter? ist das andere Haus. Das rechts ist noch. Hier auf der Seite muss es sein. Hier. Ja, das meine ich doch. Kann man langsamer? Und was meinst du, ha? Geil, ich geh mal wegs gucken. Willst du meine Kamera mitnehmen? Nee, ich nehme Kamm. Was soll... So, Hallo, die wollen mit. Nimmt schon auf. oh nee, hier kann es nicht mehr raufgehen. Da oben ist auch nichts. Sehe ich gerade, ist ja auch eingestürzt. Tja, Freunde. Weiß nicht. Guckt doch mal von außen. Könnt euch selbst ein Bildchen machen. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg zurück zu unserem Wohnmobilstellplatz. Ja, ich mache mal hier, ne, ich bin angeschnallt, Leute. Und haben uns gerade einfach so gedacht, es ist nur ein minimaler Umweg. Wir fahren jetzt einfach nochmal bei der Mafia-Villa vorbei. Bei der türkischen Mafia-Villa vorbei, um einfach mal zu gucken, ob das Auto, beziehungsweise die Autos jetzt noch da stehen, ob das Ganze immer noch offen ist, weil gerade war ja das Tor offen und wir hatten ein offenes Fenster gesehen, oder ob jetzt alles komplett anders ist. Wir fahren einfach mal vorbei, gucken mal und gucken. Das wird spannend. Du hast Bock reinzugehen, ne? Ja, wir sind sehr ehrgeizig in der ganzen Sache, ne? Andere würden jetzt sagen, weil war auch ein anstrengender Tag, muss man auch sagen, vor allem die eine Location. Ey, nee, komm, lass sein, haben wir geguckt, ist nicht. Ja. Aber ich möchte unbedingt, ich möchte es mal sehen, ja, genau. Ja. Also wir gucken einfach mal, was Sache ist. Jetzt, Anja und Sabrina wollen nicht mit rein. Also heißt, ich muss das Ding allein, oh, kommt die mit jetzt? So richtig wollen sie nicht, ne? Wenn das Ding jetzt machbar ist, Jäger schlüpft darin. Also wohl fühle ich mich auch nicht, weil da ja, naja, weißt ja. Warte mal ab erstmal jetzt, ne? Also ich habe noch die Hoffnung, dass Anja gleich mit Jäger da reingeht und ich bin heute das Safety-Team. Heute. Rechts, Du Jäger? hast die Hoffnung, dass die Autos davor stehen. Rechts. Ja, ich blink, was soll ich denn noch machen? Ich blink und bremse. Ey, sag mal. So, jetzt drück die Daumen. Ist es hier? Ja. Nee, noch einmal. Noch einmal, ja.
Boah, guck mal, bei mir ist ein bisschen Aufregung, ne? Weil ich möchte das gerne mal sehen. So gehypt, die Location. Zwar nicht mehr so wie früher, aber boah. Das war zweifelsohne im letzten Jahr, glaube ich, eine der Highlight Locations. Ja, das war die Location überhaupt. Ja. Definitiv, ja. Stimmt, ja. So, und wir haben ja... Ach, nee, ist egal. Jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer, dass man auch ein bisschen abchecken kann gleich. Nicht, dass du jetzt so schnell dran vorbeifährst, dass man das gar nicht sehen kann. Hier erstmal rechts abbiegen gleich. Ich würde sagen, wir sind noch gar nicht da. Du hast aber gerade eine flotte Sohle. Zum Glück haben wir ein teures Auto gemietet, damit wir hier nicht so auffallen in der Gegend. Ja. Ne? Das ist ja klar. Ja. Muss ja auch ein bisschen mitdenken, ne? Ja, man muss ja. Freunde, hier. Mit unseren Schrott können Nicht wir nur hier. fahren. Er hat es auch hier. Schön Wo hat er? Hier. Nee, ja, da habe ich es auch. Alter, wie weit denn noch? Ja, wir kommen jetzt mal wieder schon von einer ganz anderen Ecke. Also, Aber guck auch mal, was hier für Dinge stehen. ja, ne? richtig Ey, geile Häuser. Aber auch schon ein bisschen älter, kann das sein? Ja. Oh, das ist doch auch gut. Aber da vorne haben 2 YouTuber auch ein Haus. Richtig geiles Haus. Wirklich jetzt? Ja, die sind da gerade eingezogen. Ohne Quatsch jetzt? Mhm. Du bist doof. Du hast doch gerade noch bei uns gegessen. Weißt du nicht mehr, wo wir Ach. vorne wohnen? Ja, ich denke, du hast zu mir gesagt, sag es nicht bitte. Jetzt spiele ich das Spiel mit, weißt du? Ich bin total überrascht. Ja, echt. Ist auch verkehrt. Ach, guck mal, jetzt kommen wir von hier hinten. Vorhin sind wir von hier rechts Guck mal, da gekommen. kommen noch mal Urbexe. Da steht vor allem, steht da ja genau, pack mal jetzt hier, lass mal schon vorbei. Ja, komm, pass auf, ist ein riesen Grab. Aber da steht jetzt ein Auto, ne? Wo denn jetzt? Hier links. Ja, aber mit. Ja, wo Wir sind doch weiter hinten geparkt. Wir haben doch weiter hinten Ja, geparkt. aber wer faul ist, der parkt auch hier. Ach so, ja. Wer faul ist, kann auch hier parken. Die haben die Urbex rausgeholt. Jeka, Gott sei Dank bist du nicht drin. Ey, Gott sei Dank. Krass, ey. Die Fahrzeuge sind noch da. Na Jekka, gehen wir rein. Aber, hey, guck mal, Tor ist richtig krass jetzt offen hier. Guck mal, Nee, das war vorhin auch. nicht so krass. Doch. Wow, War doch vorhin auch so, oder? Fast genauso, ja. wow, was sagen wir, Anja, hä? Und die Polizei ist rausgekommen, hat geguckt bei uns. Ja? Ja, die haben sich. Der stand dann neben seinem Auto und hat hier geguckt. Jetzt hat er gesehen, dass wir weiterfahren und ist reingegangen wieder. Oder? Warte mal, steht die noch draußen, die Tolle? Komm mal weg, hier, Komm komm mal links, mal links. Die werden auch safe. Ja, 100%ig denken die, wir gehören dazu. Ja, das wird ein unerfüllter Traum von mir bleiben. Die will das durch. Ja. Die ist durch. Die Autos standen da noch? Ja, das waren die gleichen Autos, ne? Nee, da stand jetzt ein weißer Transporter. Das muss Unser Freund ja, genau, wahrscheinlich ein weißer wieder sein. Transporter stand Ja. da. Ich habe jetzt nur gesehen, dass da ein Auto stand. Ich konnte jetzt nicht Oder sagen wir können. warten jetzt noch, wenn der Typ ein Transporter da ist, könnten wir ihn fragen. Ja, der würde ja die Polizei gerufen haben, ne? Hat er damals auch gerufen. Ja, hat er auch. Weil er hatte ja- Wir haben ja nicht gefragt und bezahlt. Genau, er hatte ja damals auch zu uns gesagt, er muss die Polizei rufen. Er ist Ja, wegen verpflichtet. das Einberüchten. die da Genau, stattfinden. genau. Ja, es muss halt dokumentiert werden. Boah, Wahnsinn, ey. Aber hast du gesehen, die Typen, die sie da hatten? Ja, Urbexer, ne? Da waren es typische Einer Urbexer. und T-Shirt, ne? Ja. Waren typische Urbexer, so eine Jungschen, ne? Ja. Aber ich habe hier gleich gerade noch mal umgedreht. Da ist auf jeden Fall einer von den Polizisten rausgekommen. Die haben ja uns quasi vorbeifahren sehen. Der ist rausgekommen und hat uns hinterher geguckt. Und dann ist er wieder reingegangen. Ich weiß aber nicht, ob da nicht noch jemand anders stand. Das waren ja total viele, die da waren. Ja. Aber damals bei uns war nur ein Auto, ein Polizeiauto, was gekommen ist. Die kam aber mit Ja, ja. Kombi und mit, nicht nämlich direkt mit Wagen. Ja. Morgen noch mal gucken gehen, Jäger? Nee, nein, schade. Aber das hat jetzt bewiesen, dass das Ding ist durch. Also nicht durch, aber Die Location ist halt jetzt nicht mehr. man braucht da nicht mehr hinfahren. Das ist, ne? Es sei denn, man möchte ein bisschen Ärger haben, ne? Ja, wer auf Handschellen steht und so, ne? Wir haben das schon durch. Wir brauchen das nicht nochmal. Der kann da nochmal gerne hinfahren. Sehr gerne. Ja, schreibt dann einfach gerne in die Kommentare, ne, wer da alles hin möchte und ne, der kann sich dann gerne melden, wie es dann nachher war in der JVA. Ja, ich denke, das war es an der Stelle gewesen. Wir werden jetzt zurück zum Wohnmobilstellplatz fahren. Das ist nämlich noch eine gute Strecke zu fahren. Und dann geht unsere Tour morgen weiter. Für euch auf jeden Fall kommenden Freitag. Also lasst gerne ein Abo da. Schreibt noch einen Kommentar. Ein Like würden wir uns auch freuen. Schaut bei Jeka vorbei. Ja, macht das auch mal bitte, ne?
Auch wenn er halt nie in seinem Leben in dieser verlassenen türkischen Mafia-Villa war. Ey, das ist jetzt ein bisschen gemein, weißt du? Das war wirklich so ein, ich möchte da gerne mal rein, sage ich ganz ehrlich. Ich Also, hab's gesehen. egal jetzt, lasst ein Like da, Abo da, schreibt einen Kommentar. Anja, was sagst du? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.